Father, thank you for this new morning. Lieber himmlischer Vater, danke für diesen neuen Morgen. I thank you that you are opening our eyes on this day Ich möchte dir danken, dass du unsere Augen heute auftust and that we can see the wonderful works in your word. und dass wir die wunderbaren Werke in deinem Wort erkennen können. And I pray that you will send your angels Und ich bitte, dass du deinen Engel jetzt sendest, which are leading us to understand completely what your meaning is. und die uns dazu führen, dass wir die Bedeutung der Worte richtig verstehen können. I thank you that you are leading our brother Mark in this day, that he is opening the words for us. Ich danke dir auch, dass du unseren Bruder Mark heute führst und dass er jetzt das Wort für uns öffnen kann. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay. I'll just translate this and stick that document in there for us. Okay, I've put the notes in the live stream group. Ich habe die Notizen in die Livestream-Gruppe gepostet. Laura's just going to quickly translate that document. While we're waiting, go to Deuteronomy 29. In der Zwischenzeit gehen wir zu 5. Mose 29, im Deutschen ist es Vers 28, der letzte Vers. 5. Mose 29, Vers 28. Okay, verse 29, it says, "The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law." So, what is God's word? According to what we just read. Was ist Gottes Wort gemäß dem, was wir gerade gelesen haben? It's secret, right? Es ist verborgen, es sind verborgene Dinge. It's not for man in his sinful, erring ways to understand. Also es ist nicht für den Menschen in seinen sündigen und irrenden Art und Weise, das zu verstehen. Okay, it's beyond man's comprehension. Es geht über die Vorstellungskraft des Menschen It hinaus. says, but those things which are revealed. Aber dann spricht es hier, dass die Dinge, die offenbart worden sind. Okay, so it's secret and it has to be revealed. Also es ist geheim und es muss offenbart werden. So go to Matthew chapter 13. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 13. Verse 35. Matthäus 13, Vers 35. In fact, let's begin in verse 34. Fangen wir schon mit Vers 34 an. It says, "All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them." So how did Jesus speak to the multitude? The only way that he spoke to them. Also wie hat er zu der Menge gesprochen? Die einzige Art und Weise. In parables, right? Im Gleichnis. That it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, "I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world." So when Christ taught in parables, did they understand what he was teaching them? Und als Christus sie in Gleichnissen gelehrt hat, haben sie verstanden, was er sie gelehrt hat? No. Nein. They had to seek after him and ask him, right, to explain it to them. Sie mussten ihm nachgehen und ihn suchen und ihn fragen, es ihnen zu erklären. So all the words that Christ came them to teach were the secret things that have been hidden since the foundation of the world. Alles, was Christus sie gelehrt hat, waren diese geheimen Dinge, die verborgen waren seit Grundlegung der Welt. So I want us to understand this, that because there's an argument made, yeah, God's word is
meant to be easy to understand. Even a child can understand it. Und ich möchte das euch nochmal vor Augen führen, denn es wird immer wieder das Argument vorgebracht, ja, Gottes Wort muss doch einfach zu verstehen sein, dass sogar ein Kind es versteht. They make these arguments, that's too difficult, that's just, etc., right? Die sagen dann, ja, das, was ihr hier studiert, das ist viel zu schwierig und so weiter und so fort. Okay, can't be from God. Deswegen kann es nicht von Gott sein. But it says that it's secret until it's revealed, right? Aber es sagt uns hier, dass das Wort Gottes verborgen ist, bis es offenbart worden ist. Now, when it's revealed, it's easy, right? You look back on all these truths that we've heard of, you say, yeah, now I understand that. It's so easy to see. Why couldn't I see it before? Aber sobald es offenbart ist, dann kannst du rückwärts schauen und sagen, ja, ist doch total einfach zu verstehen. Ja, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Okay, so Aber bis dahin ist es schwierig. now this quote from Youth Instructor, the first one from August 31st, 1887. Can somebody else translate it because my laptop is somehow not working properly this morning? I can try and do it, I guess. Excuse me, I think I've put the wrong. Why is this so? Somebody do it quicker than me. I'm not the fastest at doing these things. Not the quote, Daniel, the whole document. Yeah, I've put it in there. Just take a second, I put the wrong one in there. Okay, so okay, should be there just in 1 sec. Right. Okay, let's go to the first quote. Okay, lass uns zum ersten Zitat kommen. It says, our faith, the hope we claim of one day obtaining immortality, calls for the stretch of every muscle and the strain of every nerve. We cannot be saved in sin and in transgression of God's law. We cannot be saved in indolence and inactivity. We must search the scriptures if we would have spiritual enlightenment. We have to wrestle against pride and against human passions which the light of God's word reveals. Every soul saved will present unwearied petitions for the assistance of Jesus Christ. To do what? Um was zu tun?
That's not what it's referring to. I mean, that's correct, but that's not what it's referring to. What do you need Jesus Christ? Also wir beziehen uns hier gerade auf den letzten Satz. What's the whole quote talking about? Worüber spricht das gesamte Zitat? Was müssen wir Jesus Christus bitten zu tun? Understanding His word, which is secret, right? Wir müssen ihn bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen, denn sein Wort ist geheim. It's only by humbling ourselves before God like little children, confessing our sin and realizing that we are unable to comprehend His word, that He will reveal it to us. Also es ist nur, indem wir uns wie kleine Kinder vor ihm demütigen, unsere Sünden bekennen und erkennen, dass wir aus uns heraus nicht in der Lage sind, sein Wort zu verstehen, dass er dann uns helfen kann. Just go to James. Gehen wir zum Jakobusbrief. Chapter 1 Jakobus 1. and verse 21. Jakobus 1, Vers 21. Now, in the Beatitudes, it says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Right? Also in den Seligpreisungen, da steht ja, gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie sollen die Erde erben. And it says here, "Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls." So, how's the only way that you're going to receive the truth? Also was ist die einzige Art und Weise, wie wir die Wahrheit empfangen können? In meekness, right? In Sanftmut. It's realizing that we are incapable of understanding something that's so high and holy without Jesus Christ. Also es ist, indem wir erkennen, dass wir nicht in der Lage sind, etwas so Hohes und Heiliges zu erhalten, ohne die Hilfe Jesu Christi. James 1:21. Vers 21. Okay, so now what I'm going to do this morning is we're just going to go back and do some things that we understand and put it in place, and then we will just go forward, and then we will deal with some thoughts after that. Also heute Morgen möchten wir nochmal zurückgehen, ein paar Dinge anschauen, die wir bereits verstehen, und dann möchten wir noch ein paar Gedanken hinzufügen. Now, I've just used Millerite history as a template, right? It's an illustration of the seven thunders of our time period of test, right? Ich habe einfach die Miller-Geschichte sozusagen als eine Schablone benutzt, denn sie stellt letztendlich eine Darstellung unseres Testes hier dar. Right? Richtig? So, and it's a parallel to the Sunday law crisis, right? Und diese Geschichte ist eine Parallele zu der Sonntagsgesetzkrise. Okay, so here's our final line with the two Sunday laws, right? So you have Pharaoh and Pharaoh, right? Also hier ist unsere finale Linie mit den beiden Sonntagsgesetzen, mit den beiden Pharaonen. So this line here, if I was putting the two pharaohs out, would be the line of Moses, from the time of the end down to the Passover. Right? Also das wäre in dem Sinne dann auch die Linie von Mose, von der Zeit des Endes hinab bis zum Passa. Right? Richtig? And it's broken into these two periods, right? Und diese gesamte Linie wird einfach in diese zwei Zeiten hinabgebrochen oder aufgeteilt. But we know that these two periods, from the Sunday law to the final review, are also a representation of the seven thunders, right? Aber diese beiden Zeitspannen jeweils vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung ist auch eine Darstellung hier dieser 7 Donner. Okay, so you have 2 times of trouble in here, right? Und auch hier haben wir dann jeweils 2 Zeiten der Trübsal. Okay, so we're just reminding ourselves of how we understand that, right? Und wir wollten nochmal das in Erinnerung rufen, wie wir das verstehen. Okay, so John, right? Now if we take this point here, if we were to line up this place with Millerite line on the big fractal, this would be 1840, right? Wenn wir das hier im großen Fraktal mit der Miller-Linie parallel setzen würden,
dann wäre das ja hier der 11. August 1840. Right? Yes. Okay, and God's glory comes, right, it's a glorious manifestation of the power of God. Und Gottes Herrlichkeit kommt dann hier und das ist die herrliche Manifestation der Macht Gottes. Okay, now the point I want to make is that when we were talking about understanding the book of Revelation, which all the books meet and end in, Und den Punkt, den ich machen möchte, wenn wir über das Buch Offenbarung sprechen, wo alle Bücher sich treffen und auch dort enden, how are we to understand that? wie sollen wir das verstehen? What's the key to unlock it? Was ist der Schlüssel, um dieses Buch zu entschlüsseln? Past, present, future. The past, the present, and the future, right? Das Prinzip von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So, Present. so the past, present, and future, right? So we understand the prophet is standing on this waymark prophetically, and he looks to the past and says that this is what's going to happen in the future. Also wir verstehen, dass der Prophet hier gegenwärtig an dieser Wegmarke steht und er schaut in die Vergangenheit, um dann die Zukunft zu verstehen. Right? Richtig? Because God changeth not. Denn Gott verändert sich ja nicht. When we go to Revelation 17 and do the past, the present, and the future, what is John looking back into? Und wenn wir jetzt Offenbarung 17 gehen und das Prinzip Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft anwenden, wo schaut Johannes drauf? Sorry? Yeah, he's looking back at the 1260. Er schaut rückwärts auf die 1260, auf diese Wüstenerfahrung. Okay, so we know that the Sunday law crisis based upon Matthew 24 is an illustration of the 1260 from 530 to 1798, Und right? wir wissen, dass basierend auf Matthäus 24 die Sonntagsgesetzkrise diese 1260 ist, von 538 bis 1798. Okay, it's where the beast rises up out of the what? Wo das Tier woraus emporsteigt? Sorry? In 538. No, but it doesn't say that. What does it say? Also es sagt jetzt nicht aus dem Abgrund, He's looking back to 538 in history. schaut What does, rückwärts out of the sea, right? 538 und da steigt das Tier aus dem Meer ein. And I'm not disagreeing with you. I'm just sticking to what it says, right? Und ich möchte nicht sozusagen negieren, was du gesagt hast, aber ich möchte einfach nur diese Darstellung hier nehmen, um das Symbol an den Platz zu setzen. So the beast rises up out of the sea, right? Also das Tier kommt aus dem Meer empor. And when John is standing at that point, 5 have fallen, right? Und wenn Johannes hier an diesem Punkt steht, 5 sind gefallen. And we know this because just go to Revelation 13. Und wir verstehen das, wenn wir jetzt zur Offenbarung 13 gehen. Verse 1. Offenbarung 13, Vers 1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. This is this beast which John sees when he goes into the wilderness with a woman sitting on it, right? Das ist dieses Tier, was Johannes sieht in der Wüste, wo die Frau drauf sitzt. But it says, the beast which I saw was like a leopard, and the feet were as the feet of a bear, and the mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power, seat, and great authority. Vers 2. Right? And now go, because you have there the lion, the bear, the leopard, and the dragon, which is Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Right? In Vers 2 haben wir hier den Löwen, den Bär, den Leoparden und den Drachen. Das ist Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. And pagan Rome gave its power, seat, and great authority to papal Rome. Right? Das heidnische Rom hat seine Macht, seinen Thron und seine große Autorität dem Papsttum gegeben. That's the fifth. Right? Und das Papsttum ist das 5. Reich. And he rules from 538 to 1798. Und das Papsttum herrscht dann von 538 bis 1798. But
we know that the reason why those 4 beasts are incorporated into that papal beast is because it's a parallel truth, right? Und der Grund, warum diese 4 Tiere in dieses 5., dieses päpstliche Tier eingebettet sind, ist, weil das letztendlich eine Paralleldarstellung lehren soll. Because we go to Daniel chapter 7. Gehen wir nämlich zu Daniel 7. And in verse 1, Daniel 7, Vers 1 verse 2, und Vers 2. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, 4 winds of the heavens strove upon the great sea. Right? Jetzt Vers 2 gelesen. And 4 great beasts came up from the sea, diverse from one another. Vers 3. Okay, and we know that these 4 beasts is Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, right? Wir verstehen, dass diese 4 Tiere Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom sind. Okay, so we understand that a parallel truth, the 4 winds are blowing here. Also eine Parallelwahrheit an dieser Wegmarke ist, dass die 4 Winde hier wehen. But the Lord says, hold, 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 until the servants of God are sealed, Der right? Herr sagt dann 4-mal haltet, bis die Knechte Gottes an den Stirn versiegelt sind. But you have these 4 beasts, Babylon, Medo-Persia, Greece, and the last one, which consists of how many kingdoms? 2. 4 Tiere und das letzte Reich besteht aus 2 Reichen. Okay, leads you to the end. So when you get to the end here, 5 are fallen, right? Das bringt dich dann hier zum Ende und wenn du also zum Ende kommst, sind also folglich 5 gefallen. And what it does for us is it teaches us that the statue from Babylon down to the feet and toes is a parallel illustration to the 1260, right? Also was uns das also lehrt, ist, dass die Statue von Kopf bis Fuß eine Paralleldarstellung ist der 1260. Right? Many things, right? But it leads us to 1798. Aber es Right? bringt uns dann letztendlich zu 1798. But when you go to Daniel 7 and you come down to verse 8, Und wenn wir jetzt zu Vers 8 in Daniel 7 kommen, verse 7. dann lass uns schon in Vers 7 beginnen. After this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth, and it devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. This is this beast that John sees coming out of the sea, right? Also das ist das Tier, was Johannes auch sieht, wie es aus dem Meer emporsteigt. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were the eyes of a man, and a mouth speaking great things. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit. Where did John's beholding this 5 beasts till when? Bis Vers 9 haben wir gelesen. Also Johannes sieht jetzt diese 5 Tiere bis zu welchem Zeitpunkt oder zu welchem Ereignis? No, what? I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit. When did he beheld them till? Okay, that's good. Okay, Daniel then, right? So here it says, I beheld the thrones were cast down, the Ancient of Days did sit. So where's Daniel beholden until? Also bis wohin schaut hier Daniel? Right, till the investigative judgment, October 26th, Bis right? zum Anfang des Untersuchungsgerichts, bis zum 22. Oktober. And this is how we understand that October 22nd and 1798, they're both the time appointed, right? Das, wie wir verstehen, dass 1798 und der 22. Oktober sind beides diese bestimmte Zeit. So when we take when we take the parable of the 10 virgins in this time period, it brings us to the closed door, right? Und wenn wir uns das Gleichnis der 10 Jungfrauen anschauen, dann bringt uns das ja dann hier am Ende zu dieser geschlossenen Tür. Right? Richtig? So you have these 2 parallel truths. You have the 1260, right? And you have these
you have the 1260 and you have these four beasts paralleling this, teaching us the same illustration down to this point, right? Wir haben diese zwei Wahrheiten, einmal hier diese 1260 und diese Parallelwahrheit von diesen 4 Tieren, die uns dann zum selben Punkt hinabführen. Okay, so the point that I want us to get to now is that when John is in Revelation 10, John is standing in 1798, right? Und der Punkt, zu dem ich euch jetzt hinabführen möchte, ist, dass Johannes, er steht ja im Buch Offenbarung im Jahr 1798. Go back to Revelation 13. Gehen wir zu Offenbarung 13. Now go to verse 11. Und jetzt gehen wir zu Vers 11. It says, I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Now, is that a point in time or marking a period of time? Es markiert Vers 11 einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne. Time period, right? Eine Zeitspanne. It's marking the beginning of the United States to the end of the United States as we know it, right? Also es markiert den Anfang der USA und das Ende der USA, so wie wir sie kennen. So we know that in 1798, papacy gets its deadly wind and it's forgotten for 70 years, right? Wir wissen, dass 1798 das Papsttum erhält die Todeswunde und ist prophetisch gesehen für 70 Jahre in Vergessenheit. And at the end of that 70 years, she's going to sing like a harlot with all the kingdoms upon the face of the earth. Und am Ende der 70 Jahre wird sie wieder wie eine Hure singen und wird Unzucht treiben mit all den Königen auf der Erde. And we understand it's parallel to this little time of peace, right? Und wir wissen, das ist also eine Parallele hier zu dieser kleinen Zeit des Friedens. So, yesterday we read a quote about the United States. What was the difference between the rise of the United States and the rise of those other beasts that we saw coming out of the Also sea? gestern haben wir ein Zitat gelesen. Und was war der Unterschied zwischen dem Aufkommen der USA und dem Aufkommen dieser 4 Tiere aus dem Meer? 4 beasts were in tumult, or the waves were tossing about, and the USA came up in peace. Okay, Also die 4 Tiere, die sind in Tumult und Krieg aufgekommen, aber die USA in einer Zeit des Friedens. okay. The winds driving on the sea represents revolutions and wars and all those sorts of things, Also right? die Winde, wie sie auf dem Meer wehen, stellen also Revolutionen, Kriege und so weiter dar, sagt er heute. Because this is a time of trouble, Denn right? das hier ist eine Zeit der Trübsal. But in history, when the United States came up in 1798, it was a time of peace, right? Aber in der Geschichte, als die USA dann aufkamen, das war eine Zeit des Friedens. So, right here on the mark that is prophetically, historically, it's marking he comes up in a time of peace. Also prophetisch gesehen, in der historischen Anwendung kam die USA in einer Zeit des Friedens auf. And our God is the God of, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, right? Und Gott ist ja das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. So 1798 is the beginning, 1844 is the end, but they're both marking prophetically the same point, right? 1798 ist der Anfang und 1844 das Ende in der Mitterzeit. Aber prophetisch gesehen markieren sie hier denselben Zeitpunkt. So when you take this line, you got 1840, what was going forward there? Und wenn wir uns jetzt diese Linie anschauen, haben wir den 11. August 1840 hier. Und was ging vorwärts von diesem Zeitpunkt? Glorious manifestation of the power of God, right? Eine herrliche Manifestation der Macht Gottes. And John was told to eat something right there, right? Und Johannes wurde aufgetragen, hier etwas zu essen. And what was it? Und was war das? The word. What was it when he ate it? Sweet. It was sweet, right? Also als er das gegessen hat, wurde es süß in seinem Mund. Right? It was sweet when he ate it, but it led him to have what? Es war süß, als er es gegessen hatte, aber es hat dann wozu geführt? Zu einer bitteren Erfahrung. So when this beast comes up here, what's it like? Also wenn das Tier hier aufkommt, wie sieht es aus? Lamb. Like It's a lamb, right? Es ist lammähnlich.
But what does it tell us that it's going to do in the future? Aber was sagt es uns? Was wird es in Zukunft tun? Speak like a dragon, Es right? wird wie ein Drache sprechen. Now, what marks the point when it speaks like a dragon? Und was markiert diesen Punkt, wo es dann anfangen wird, wie ein Drache zu sprechen? The Sunday law, Das ist das Sonntagsgesetz. which is where we're going to have this bitter experience, right? Das ist ja auch dort, wo wir dann diese bittere Erfahrung haben werden. Okay, and what message marks the Sunday law? Und welche Botschaft markiert das Sonntagsgesetz? Babylon is fallen, right? Babylon ist gefallen, gefallen. So on October 22nd, 1844, did Babylon fall? Am 22. Oktober 1844 ist Babylon dort gefallen. That's not true. It is. There wasn't the perfect fulfillment of it, right? Also es ist gefallen, aber es war nicht die perfekte Erfüllung davon. Okay? The Sister White says they became Babylon right there. When they rejected the truths of the first and second angel's messages, they became Babylon. Ellen White sagt ja, die protestantischen Gemeinden wurden dort zu Babylon, als sie die Wahrheiten der ersten und zweiten Engelsbotschaft verworfen haben. Right? They were not already in Babylon in 1903. No, only some of them. It's marking the point where the point is complete, where the door closes. Die Frage ist, ob sie nicht bereits Babylon wurden am 19. April. Aber Mark meint hier, erst als die Tür schließt, dann war das vollständig. Okay, it's got. I'm not denying that point that Babylon has fallen began to be preached there, but it takes you to the closed door where it's done. Right? Also ich möchte nicht verleugnen, dass dort diese Verkündigung anfing, Babylon ist gefallen, also am 19. April schon, aber mit der geschlossenen Tür war es dann vollständig. So Sister White tells us that history, right, is just a type, because not yet can it be said that Babylon has fallen, because she has not made all nations drink of the wine of the wrath of God, right? Und Ellen White lässt uns ja wissen, dass sich diese Verse noch nicht perfekt erfüllt haben damals, denn damals konnte noch nicht gesagt werden, dass alle Nationen von dem Zorneswein ihrer Unzucht getrunken haben. Okay, so I just want us to see that the lamb is a parallel to the sweetness and the dragon to the bitterness, right? Ich möchte euch nur sehen lassen, dass das Lamm eine Parallele ist zu dieser Süße und der Drache hingegen zu dieser Bitterkeit. Okay, so the perfect fulfillment of October 22nd, 1844, when Babylon falls, is the Sunday law, right? Also die perfekte Erfüllung, Sorry, right here. wenn Babylon fällt, ist dann hier das Sonntagsgesetz. Because the point that I'm making is right here from 1840, it was a glorious manifestation of the power of God from 1840 to 1844. Aber genau hier war das ja eine herrliche Manifestation der Macht Gottes von 1840 bis 1844. The truth went forward in a time of peace, Und die Wahrheit ging in einer Zeit des Friedens vorwärts. okay? And it led to October 22nd, 1844. Und das hat zum 22. Oktober 1844 geführt. Okay, so now on this waymark here, we were marking the birth of Christ, right? Und hier an dieser Wegmarke markieren wir die Geburt Christi, Which is the time of the end. was auch die Zeit des Endes ist. Okay, and and it also led to the cross, right? Und das führt ja auch dann zum Kreuz. I'm trying to think how we were marked. Okay, if you parallel, if you just take this as our line for instance right here, this is the midnight cry, which is the cross right there. Just showing you this parallel structure. Also wenn wir unsere Zeit des Bindens hier nehmen würden und ausspannen würden, wäre das ja eine Parallele zum Mitternachtsruf. What Also das Kreuz. I want us to see is that this is marking 1798 to 1844 in a time of peace. Was ich euch sehen lassen möchte, ist, dass diese Zeit hier 1798 bis zum 22. Oktober markiert, aber in einer Zeit des Friedens. Okay, it's a sweet experience and it's going to lead to the bitterness, right? Es ist eine süße Erfahrung, die hier anfängt, aber sie wird letztendlich in Bitterkeit enden. The United States comes up like a lamb in 1798 in a time of peace, and it's leading to October 22nd, where there should have been a Sunday law, but it's only a type, right? Also die USA kommt hier 1798 in einer Zeit des Friedens auf
Und es führt dich dann hinab zum 22. Oktober, wo an sich ein Sonntagsgesetz kommen sollte, aber es ist dort nur in einem Typus angemerkt oder Okay. angedeutet. But when we got to this time period right here, October 22nd, what did the Millerites get tested on? Aber wenn wir jetzt hier hinkommen zum 22. Oktober 1844, worauf wurden die Milleriten dann getestet? The Sabbath test, Sie right? wurden an der Sabbatwahrheit geprüft. Okay. So, the point that I want us to see right here is that in another sense, this is October 22nd, 1844. Also ein Punkt, den ich euch sehen lassen möchte, ist, dass in einem anderen Sinne das hier der 22. Oktober 1844 ist. So, the point that I was making yesterday is I was troubled for there's many things that you could go there and mark this time period as somehow marking the investigative judgment. Und das ist ein Punkt, warum ich so, sag ich mal, beunruhigt war, dass man halt in vielen Darstellungen sehen kann, dass hier das Untersuchungsgericht dann markiert ist. However, we were spending some time talking about it yesterday, and I'm also all these truths that Lawrence has put out last night, and I totally agree that the investigative judgment of the living is right here. Aber letztendlich, wir haben gestern ein bisschen darüber gesprochen und letztendlich die Sachen, die wir gestern Abend studiert haben, zeigen ja, dass das Untersuchungsgericht an den Lebenden hier am Mitternachtsruf beginnt. But everything marked in history is for a reason, right? Aber alles, was in der Geschichte markiert ist, es ist da wegen einem Grund. So on October 22nd, what began? Am 22. Oktober, was fing damals an? The judgment of the dead. Das Right? Untersuchungsgericht an den Toten. So what I want us to understand is that there's something right. So if I just put this dead here and living, right? There's something prophetically that we have to understand about this. Also da gibt es irgendetwas Prophetisches, was wir daraus entnehmen müssen, zwischen dem Toten und den Lebenden, die hier gerichtet werden. Okay, now let's just go to the next quote from Australian Union Conference Record. Und gehen wir zum nächsten Zitat hier. It says, God declares, Behold, I will send my messenger, he prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple. Now, he sends in the reform line of Christ, right? Just take the full reform line, right? Also wenn wir uns die ganze Reformlinie von Jesus anschauen würden, This marks the point here where he raises up a messenger, right? markiert diese Wegmarke ja den Punkt, wo er einen Botschafter aufrichtet. Where on the lines the first time he comes to his temple? Und wo in der Linie von Jesus ist es das erste Mal, dass er hier zu seinem Tempel kommt? Right here, right? Genau hier, richtig? So, this would be the time of the end, raising up of the messenger, message gets confirmed, first temple cleansing, second temple cleansing, right? Hier die Zeit des Endes, hier Johannes als Botschafter ist aufgerichtet, hier die Taufe und dann ist hier die erste Tempelreinigung und die zweite Tempelreinigung. Right? Richtig? So, it says, God declares, Behold, I will send my messenger, he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. The Lord comes to his temple to find those who are sincere. He measures the worshippers. Now, just go to Revelation 11. Gehen wir zur Offenbarung 11. Verse 1. Offenbarung 11, Vers 1. It says, And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar and them that worship therein. And this is marking the beginning of the 1260, right? Das markiert ja den Anfang hier der 1260. We know that in this prophetic sense, it's marking the Sunday law crisis where the two witnesses are prophesying for 1260 years. Und wir wissen, dass in diesem prophetischen Sinne die Sonntagsgesetzkrise markiert, wo sie für 1260 weissagen. And right here
at the midnight cry, they face death, and it's marking the investigative judgment of the living. Und Right? hier im Mitternachtsruf kommen sie mit dem Tod ins Angesicht und das markiert dann das Untersuchungsgericht an den Lebenden. So the point that I was making yesterday is that there is a measuring going on here, and it's marked here in this quote when he suddenly comes to his temple. Und der Right? Punkt, den ich gestern gemacht habe, ist, dass hier im Sonntagsgesetz bereits ein Messen markiert ist und das ist hier dargestellt durch dieses Zitat hier. He says he measures the worshippers. He knows those who are true-hearted and self-sacrificing. Who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? Who will stand in the day of investigation? This does not mean the time when the books are opened. And I want to put it to you, and I'll show you in a moment, that it's talking about the books being opened at the final review. Also hier steht ja, dass diese Untersuchung noch nicht die Zeit ist, wo die Bücher geöffnet sind, aber ich möchte euch gleich zeigen, dass hier sie in diesem Kontext darüber spricht, dass die Bücher dann geöffnet werden hier bei der finalen Untersuchung. Okay, because we know, right, that on October 22nd, 1844, that when the investigative judgment of the dead began, Daniel 7 was fulfilled, right? Denn wir verstehen ja, dass am 22. Oktober, als das Untersuchungsgericht an den Toten anfing, Daniel 7 sich erfüllt hat, dass So, die just Bücher sich geöffnet haben. Quickly go to Daniel 7. Gehen wir nochmal schnell zu Daniel 7. Back to verse 9. Daniel 7 zurück zu Vers 9. It says, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head as the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was said, and the books were opened. Right? So we know that that has some sort of marking to the beginning of the investigative judgment, right? Und das bezieht sich in einer gewissen Weise auf die Eröffnung des Untersuchungsgerichts. Okay, but if we take the four seals, right? 1, 2, 3, fourth seal, right? Und wenn wir uns aber die 4 Siegel anschauen würden, 1, 2, 3, 4. Siegel, Okay, marking the time of trouble, and then you come to the fifth, which marks the time of peace. welche diese Zeit der Trübsal markieren, und dann kommen wir zum 5. Siegel, was diese Zeit des Friedens darstellt. When we come to the sixth seal, what should have happened? Und wenn wir dann zum 6. Siegel kommen, was sollte eigentlich dann hier passieren? What's the sixth seal marking? Was markiert das 6. The Siegel? second coming, right? Die Wiederkunft Christi. Now, if we take this as the closed door right here for this group of people, if you take it from 1798 to 1844, right? Und wenn wir das hier als die geschlossene Tür dann hier betrachten für diese erste Gruppe von Leuten, nämlich 1798 bis 1844, Papacy gets a deadly wound. das Papsttum erhält eine Todeswunde. What's it typifying? Was schattet das voraus? Judgment 7 plagues. 7 plagues, right? Die 7 Plagen. That's why John in Revelation 17, I will show you the judgment that's going to come upon the great whore. It's typifying it, Deswegen right? sagt ja Johannes 17, ich zeige dir dieses Gericht, was über die große Hure kommt. Es schattet hier dieses Endgericht voraus. Where does Christ come? Und wo kommt Christus? Yeah, 7th plague. Right here at the end, right? 7th plague. Am Ende zur 7. Plage. Okay, now keep that in mind because we'll come back to that in a moment, right? Haltet das in Erinnerung, denn darauf werden wir gleich noch zurückkommen. Okay, back to this quote. Zurück zum Zitat. It says, Who will stand in the day of investigation? This does not mean the time when the books are opened. It is a preparatory work. For he is like a refiner's fire and fuller's soap. To those who have felt unconcerned, the Spirit comes as a reprover and shows them that they need to do something to cleanse the temple. Right? So we have to participate in the cleansing of this temple. Right? Also wir müssen auch etwas tun. Wir müssen daran teilnehmen, dass unser Körpertempel gereinigt werden kann. It says, He investigates the temple and the worshippers thereof. So when he comes here to this temple for the first time, what's he doing? Also wenn er hier zu diesem Tempel kommt, das erste Mal, was macht er?
Investigated. He's investigating, right? Er untersucht hier. This is what he says, that it's marking this measuring rod. He's measuring the temple and the worshippers therein, right? Es markiert diesen Maßstab, womit er dann den Tempel misst und die Anbeter, die darin sind. Okay, so it says, he shall sit as a refiner and purifier of silver. He shall purify the sons of Levi. How are we purified? Wie werden wir gereinigt? Yeah, but what does he bring us into to purify us? Trials. Also worin wird er uns hineinbringen, damit er uns reinigen kann? This bitter experience, right? Diese bittere Erfahrung. Okay. Now jump down to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. Just going to put a parallel thought on there, right? Ich möchte einfach einen Parallelgedanken da jetzt hineinplatzieren. From Desire of Ages 161. Aus dem Leben Jesu 161, It's- DA 161. It says, in the cleansing of the temple, Jesus was announcing his mission as the Messiah and entering upon his work. So it's the same point in time, right? Selber Zeitpunkt. He's announcing his mission and entering upon his work, right? Also er verkündigt jetzt seine Mission und tritt in sein Werk ein. That temple erected for the abode of the divine presence was designed to be an object lesson for Israel and for the world. From eternal ages, it was God's purpose that every created being, from the bride and holy seraph to man, should be a temple for the indwelling of the Creator. Because of sin, humanity ceased to be a temple for God, darkened and defiled by evil. The heart of man no longer revealed the glory of the Divine One. But by the incarnation of the Son of God, the purpose of heaven is fulfilled. God dwells in humanity, and through saving grace, the heart of man becomes again his temple. So, kingdom of grace, kingdom of glory, right? Königreich der Gnade, Königreich der Herrlichkeit. Okay, so by the incarnation, so this is what he's leading you to the end, that you have this birth and are sealed for eternity, right? Also das ist ja, wo er dich letztendlich hinabführt, dass du hier diese Geburt hast, diese Inkarnation und du für alle Ewigkeiten versiegelt sein wirst. It says, God designed that the temple at Jerusalem should be a continual witness to the high destiny open to every soul. But the Jews had not understood the significance of the building they regarded with so much pride. They did not yield themselves as holy temples for the divine spirit. The courts of the temple at Jerusalem, filled with the tumult of unholy traffic, represented all too truly the temple of the heart, defiled by the presence of sensual passion and unholy thoughts. So, when you're in this condition, what condition are you in? Also wenn du in diesem Zustand bist, in welchem Zustand befindest du dich dann? Let's just go to Revelation chapter 2. Gehen wir dazu zur Offenbarung Kapitel 2, In fact, chapter 3, verse 1. vielmehr Offenbarung 3, Vers 1. It says, and unto the angel of the church in Sardis write these things, saith he that hath the seven spirits and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art what? Dead. Man hat diesen Namen, dass man lebt, aber man ist in Wirklichkeit tot. So when we are in trespasses and sins, we are dead, right? Spiritually speaking. Also wenn wir in Übertretung und Sünden sind, sind wir geistlich gesprochen tot. Right? Richtig? And the purpose of this time period from the Sunday law down to here is to do what? Und der Sinn und Zweck von dieser Zeit hier vom Sonntagsgesetz bis zum Mitternachtsruf besteht worin? To revise, to remove what? Um es zu beleben, um was zu beseitigen. Okay, that's Übertretung und Sünde. right. The daily, Das tägliche. right? There's no more daily sacrifice when you get down here, right? Es gibt dir kein tägliches Opfer mehr, wenn du hier hinabkommst. So the judgment of the dead, right, I'm suggesting in a spiritual sense, is marking this period where we're dead in trespass and sins. We still have the daily, right, in us. Also dieses Gericht an den Toten ist, wenn wir immer noch dieses tägliche in uns haben, wenn wir noch tot sind in unseren Übertretungen und Sünden. But when you get here, what are you going to demonstrate? Aber wenn wir hier hinkommen zum Mitternachtsruf, was werden wir da demonstrieren? That you're living.
dass du lebendig geworden bist. Because it's the judgment of the living, Denn right? es ist das Gericht an den Lebenden. And you're going to show that Christ is in you, that you have on the wedding garment, Und right? du wirst dann zeigen, dass Christus in dir ist, dass du das Hochzeitsgewand trägst. Right? Richtig? You get my point. So, keep going down in this quote from Xavier, just come down to the highlighted bit. Gehen wir zum nächsten Entschuldigung. Selbes Zitat. Gehen wir zum nächsten fettgedruckten. It says, Jesus announced his mission to cleanse the heart from the defilement of sin, from the earthly desires, the selfish lust, the evil habits that corrupt the soul. The Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, right? Marking the same point. Even the messenger of the covenant whom ye delighted, behold, he shall come, saith the Lord of hosts, right? So it says what he's going to do. He's going to purge and purify us through this time period. Also er sagt uns hier, was er tun wird. Er wird uns reinigen und läutern in dieser Zeit. Now let's go to the next quote that marks the first temple cleansing. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat und da spricht es über diese erste Tempelreinigung. It says, with searching glance, Christ takes in the scene before him as he stands upon the steps of the temple court. With prophetic eye, he looks into futurity and sees not only years but centuries and ages. He sees how priests and rulers will turn the needy from their right and forbid that the gospel shall be preached to the poor. He sees how the love of God will be concealed from sinners and men will make merchandise of his grace. As he beholds the scene, indignation, authority and power are expressed in his countenance. The attention of the people is attracted to him. The eyes of those engaged in their unholy traffic are riveted upon his face. They cannot withdraw their gaze. They feel that this man reads their inmost thoughts and discovers their hidden motives. Some attempt to conceal their faces as if their evil deeds were written upon their countenances, to be scanned by those searching eyes. The confusion is hushed. The sound of traffic and bargaining has ceased. The silence becomes painful. A sense of awe overpowers the assembly. It is as if they were arraigned before the tribunal of God to answer for their deeds. Right? When are you arraigned before the tribunal of God? Wann wirst du vor dem Tribunal Gottes berufen werden? At the final review, right? Bei der finalen Untersuchung. But we know the sixth seal comes here, but what does he do? Wir wissen, dass das 6. Siegel hier kommt und was macht aber der Herr? He holds it. Er hält es. Really, this should be the final review when the Sunday law comes and the 7 last plagues should pour about on every sinner, right? Denn wenn das Sonntagsgesetz kommt, sollte das ja eigentlich hier die finale Untersuchung sein und Gott, die 7 Plagen, sollte er eigentlich hier ausgießen über jeden Sünder. But what does he say? Aber was sagt er? Hold! Halte. Hold until the servants of God are sealed in their forehead, right? 4-mal haltet, bis die Knechte Gottes an den Stirn versiegelt sind. That's why in the quote before, when he comes into the temple for the first time and he's standing as if it's the tribunal of God, he's announcing his work to begin the cleansing of this heart, Deswegen, right? wenn er hier dann in den Tempel kommt, was wir da vorgelesen haben, da beginnt er sein Werk, jetzt hier diesen Seelentempel zu reinigen. Also es ist also nicht das Ende, sondern der Anfang. It says, looking upon Christ, they behold divinity flash through the garb of humanity. The majesty of heaven stands as the judge will stand at the last day. So Christ coming to the temple here would represent those people that have gone through this test, right? And they've been preaching this message right here, and boom, they stand right here now, and the test for this next group begins. Also, wenn Christus hier zu seinem Tempel kommt, markiert es also diejenigen, die hier durch ihren Test gegangen sind, hier versiegelt sind und jetzt kommen sie und Because they're like Christ, they're filled with the Holy Spirit, Denn right? sie sind jetzt wie Christus geworden, sie sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. It is the combination of the human and the divine that walks into this temple, and 2 classes immediately there are separated. Und Right? es ist die Verbindung von Göttlichkeit und Menschlichkeit, die hier in diesen Tempel kommt und sofort manifestieren sich 2 Klassen. Now, so we read Daniel 7 and verse 9 already, but just let's go to this last quote
Also wir haben Daniel 7, Verse 9 bis 10 bereits gelesen, aber lasst uns jetzt noch das letzte Zitat And anschauen. we'll show you the perfect fulfillment of that verse, right? Und dann möchte ich euch die perfekte Erfüllung dieses Verses zeigen. So it says, I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, right? And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the book. So when do the saints judge the dead? Wann werden die Heiligen die Toten richten? After the 1,000 years, right? In den 1000 Jahren. Now, in some sense, right? I don't know if we've got to go there. You get this 1,000 years, right? We put it here, right? Also diese 1000 Jahre, die haben wir hier hingesetzt, richtig? Right? And what happens at the end of the 1,000 years? Und was passiert am Ende der 1000 Jahre? Satan's loosed out of his pit. What does he do? He surrounds Jerusalem, right? Satan wird aus seinem Abgrund gelöst und er umlagert dann Jerusalem. And what happens at the end of the 1,000 years? Und was passiert am Ende der 1000 Jahre? Or should I say, what happens at the beginning of the 1,000 years, not the end, right? Und was fängt am Anfang der 1000 Jahre an? It says that the dead are judged, right? Da fängt das Gericht an den Toten an. You've got October 22nd, 1844. This is where the Millerites believed the millennium began, right? Das ist ja, wo die Milleriten geglaubt haben, dass das Millennium anfangen würde. Okay. So all I'm just saying is you've got 1844 here, you've got 1844 here, right? Also wir haben 1844 hier und 1844 dort. It's marking that this judgment of the dead is what the saints are going to judge when the books are opened, right? Also dass dieses Gericht hier in den Toten ist das Gericht, was die Heiligen tun werden, wenn die Bücher geöffnet werden. Line upon line. All these things, you've got to bring them on top of each other. Linie auf Linie, wir müssen diese ganzen Dinge übereinander bringen. Okay, it says, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hairs of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth before him. 1,000 ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. These things are soon to come to pass. When? He that is unjust, let him be unjust still. He which is filthy, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still. He that is holy, let him be holy still. When's that? Wann ist das? Also Anfang vom zweiten Absatz haben wir gelesen. What point in time is that? Welcher Zeitpunkt markiert das hier, was hier gesagt ist? What? Close of probation. Yeah, it's the close. It's at the end, right? Das Ende der Gnadenzeit. Zum Ende. Okay. So the point I'm making is you have the end here. This is the end of the 1260, and it's repeated here. It's the end, right? The final review. Wir haben das Ende hier, das Ende der 1260 und es ist auch hier dann für die nächste Gruppe markiert. Das Ende oder die finale Untersuchung dort. Here's where the books are opened and you stand and review before God, right? Also hier werden die Bücher geöffnet und hier stehst du jetzt Review in der Betrachtung Gottes. So in that first quote we read, when he suddenly comes to the temple, this is not when the books are opened, it's a time of investigation, right? This is when the books are opened. Im ersten Zitat, was wir gelesen haben, hier ist die Zeit der Untersuchung zwar, aber hier ist es noch nicht, wo die Bücher geöffnet werden, aber dann hier. So what I'm saying to you, I don't fully understand this point right here, but it's Martin history, and all that history is for us at the end of the world, right? Also ich verstehe noch nicht völlig hier dieses Untersuchungsgericht an den Toten, aber es ist in der Geschichte markiert und das muss hier irgendwas für uns auch bedeuten. In 1798 to 1844, right, where this beautiful truth went forward in a time of peace, and it brought them to this bitter experience. Und 1798 bis 1844 war eine Zeit des Friedens, wo die Botschaft vorwärts geht und das hat sie zu dieser bitteren Erfahrung geführt. Okay, which is our crisis, our Sunday law, where we're going to be tried and tested and purified, right? Und das ist unsere Krise, das ist das Sonntagsgesetz, wo wir dann letztendlich geprüft und gereinigt werden. Okay. Right? Everybody see the points that it certainly helps me now because Job has two tests, right?
one here and one here, right? Und das hilft mir zumindest in meinem Verständnis. Hiob hat ja die zwei Tests, einmal hier und einmal dort. Right? Richtig. So, and we know that the second test is where he faces death, and that's Leviticus 16, where you have to go to the cross. Right? Und wir wissen, dass der zweite Test der Test ist, wo er dem Tod ins Angesicht schaut. Und das ist dann 3. Mose 16, wo du ans Kreuz gehen musst. Okay, but there's two tests, and you're being investigated in both of them, right? Also es gibt diese zwei Tests und du wirst in beiden untersucht werden. So I want to suggest, just to finalize the thought, is that the first one was prefigured by the judgment of the dead, and the second one is marking the judgment of the living. Deswegen ich möchte vorschlagen, dass die erste Phase des Tests dargestellt ist durch das Untersuchungsgericht an den Toten und die zweite dann durch das Untersuchungsgericht an den Lebenden. But time will tell whether this is correct, and the Lord will help us to see things better or not. Also die Zeit wird zeigen, ob das jetzt eine richtige Darstellung ist und der Herr wird das dann zeigen, ob das richtig ist oder eben nicht. Amen? Amen. Let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. You open Margaret, right? Yes. Dear Father in heaven, Lieber himmlischer Vater, we thank you for these thoughts to consider. wir danken dir für diese Gedanken, die wir darüber nachdenken können. And we thank you, Lord, that you always provide the daily bread for us. Und wir danken dir, dass du immer unser tägliches Brot herreichst. And we ask you now that you please establish us in all these things that you have shown us lately. Und wir bitten, dass du uns in all das, was du uns zuvor gezeigt hast, dass du uns darin gründest. And that we use today to search your word as we read, that we have to put every effort into it. Und wir bitten, dass du uns hilfst heute, dass wir dein Wort segnen, so wie wir gelesen haben, dass wir alle Mühe darin setzen sollen. And that we can then receive the secret things, the hidden things. So dass wir diese geheime Sachen, diese verborgenen Sachen erhalten können. And that you, Jesus, also explained to us as you explained it to the disciples. Dass du, lieber Herr Jesus, es auch uns so erklären kannst, so wie du es deinen Jüngern erklärt hast. We ask and pray these things in Jesus' name. Und wir bitten und beten diese Dinge in Jesu Namen. Amen. Amen.